Hallo zusammen, heute mache ich euch ein neues Video von unserem Hasenstall. Wie ihr hier im Hintergrund erkennen könnt, haben wir an unserem Außengelände nämlich einige wesentliche Veränderungen vorgenommen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Der Auslauf ist jetzt so groß, dass ein Erwachsener darin aufrecht stehen kann. Und wir haben den Auslauf überdacht. Die Konstruktion ruht auf Einschlaghülsen und Kanthölzern, die wir zu einem einfachen Ständerwerk zusammengebaut haben. An zwei Seiten ist das Gehege mit Volierendraht verschlossen. Die Rückwand haben wir mit Profilbrettern aufgebaut. Ich habe diesmal eine richtige Tür spendiert, mit Klinke und Einsteckschloss. Das Dach besteht aus preiswerten Polycarbonatplatten. Unser alter Auslauf hat sich bei Regen in einen Sumpf aus Erde und Karnickelkacke verwandelt. Dank Dach ist jetzt alles trocken und sauber. Ja, wie ihr schon an meiner Mütze und meinem Schal erkennen könnt, es ist heute sehr, sehr kalt. Es sind -3 Grad und das bedeutet nichts Gutes für das Trinkwasser. Im Winter friert das Trinkwasser ein. Kälte scheint den Tieren wenig auszumachen. Die Karnickel kommen auch bei Minusgraden nach draußen. Ein Problem wird dann allerdings die Wasserversorgung, denn wir müssen mehrmals täglich flüssiges Wasser bereitstellen. Der Wasserhahn am Stall ist im Sommer sehr praktisch. Im Winterbetrieb müssen wir ihn allerdings absperren und Wasser mit einer Gießkanne holen. Dieser Winter soll besonders kalt werden und wir experimentieren mit einer kleinen Heizung. Der Infrarotstrahler kommt auch in der Terroristik und Schweinezucht zum Einsatz. Mit 50 Watt ist er allerdings viel zu schwach, um das Wasser über 0 Grad zu halten. Und er braucht natürlich eine Steckdose. Unser super-duper Stall hat natürlich auch elektrischen Strom und deswegen können wir auch im Winter, wenn es früh dunkel wird, die Tiere noch füttern. Auch dem Außengehege habe ich eine elektrische Beleuchtung spendiert. Die Zuleitung verläuft hoch oben an der Decke, damit sie vor den Nagezähnen geschützt ist. Das habe ich noch ganz vergessen. Also, wir hatten Probleme mit unserem alten Auslauf und eines der größten Probleme war, dass wir den Boden nicht mit Betonplatten belegt haben. Wir haben immer gedacht, das macht den Tieren großen Spaß, wenn sie Löcher buddeln können und das ist auch tatsächlich so. Nun muss man wissen, dass ein deutscher Riese, wenn der anfängt, eine Höhle zu graben, schon mal so einen halben Kubikmeter Erde in den Garten befördert. Aber das ist gar nicht das einzige Problem. Wir hatten tatsächlich das Phänomen, dass sich wilde Häschen von draußen in das Gehege reingebuddelt haben. Und das wird dann ganz schnell unangenehm. Wir hatten nur Damen bei uns im Stall, die plötzlich alle Nachwuchs bekommen haben. Der gesamte Boden ist mit Betonplatten eingefasst und mit Platten belegt. So buddelt sich garantiert keiner rein und auch keiner raus. Anschließend haben wir Sand eingestreut. Der lässt sich mit einer Siebschaufel vom Hasenkot befreien. Wir füttern die Hasen mit Äpfeln, Möhren und Kraftfutter. Und manchmal auch ein bisschen Grünzeug. Und manchmal gibt es auch einen leckeren Handschuh zum Knabbern. Der neue Auslauf ist ein ganzes Stück größer geworden. Er bietet reichlich Platz für die Tiere und unter anderem für unsere Futtertonne. Das hier ist Heu. Und das essen die Kaninchen. Entschuldigung. Hier. Der Stall, den wir gebaut haben, der hat sich wirklich bewährt. Das ist ja ein umgebautes Gartenhaus eigentlich aus dem Baumarkt. Sehr stabil, sehr funktional und die Materialien, die wir verbaut haben, die haben sich auch tatsächlich bewährt. Die Zwischenböden bestehen aus MDF. Damit die Platten sich nicht mit Urin vollsaugen, aufquellen und verfaulen, haben wir sie mit Flüssigkunststoff gestrichen. Kaninchen sind Nagetiere und so nagen sie eben alles an, was sie in ihrer Umgebung vorfinden. Egal wie viele Äste wir ihnen geben, der Stall wird jedes Jahr ein bisschen weniger. An einer Außenseite haben wir ein Lüftungsgitter eingebaut. Das ist vor allem im Sommer praktisch. Im Winter verschließen wir es mit einem Brett. Als völlig untauglich hat sich die Dachpappe herausgestellt, die mit dem Gartenhaus geliefert war. Die ist nämlich schon nach ganz kurzer Zeit undicht gewesen. Die war auch nicht verschweißt, die war nur übereinander gelegt und mit Klammern festgetackert. Da haben wir was Besseres aufs Dach gemacht. Und zwar diese Bitumen-Sinusplatten. Ich weiß gar nicht, wie das Material eigentlich heißt. Das ist preiswert. Es ist ein bisschen aufwendiger zu verarbeiten. Um die Platten zurechtzuschneiden, mussten wir eine Flex bemühen.
Das ist eine ziemliche Schweinerei, aber das ist sehr, sehr stabil, widerstandsfähig und schön dicht. Die Dinger auf dem Dach heißen Bitumenwellplatten. Sie werden mit speziellen Nägeln, die einen Kunststoffkopf haben, am Dach befestigt. Unter der Dachschräge ist Platz für einen Heu- oder Strohballen. Die sind übrigens immer schlechter zu bekommen, denn die modernen Landwirte pressen fast nur noch Großballen. Und die sind nicht nur groß, sondern auch so schwer, dass sie sich ohne Maschinen nicht bewegen lassen. Das hier ist Ingeborg, das hier ist Hermine, das ist das Pünktchen und dann gibt es noch ein paar andere da draußen. 7 Kaninchen leben zurzeit in unserem Stall. 3 deutsche Riesen, ein Widder, ein Löwenkopf und 2 Zwergrechse. Es hat sich eine ganze Menge getan im Hasenstall und die Tiere machen doch viel mehr Arbeit, als wir angenommen hatten. Und jetzt sind meine Finger eingefroren und ich muss rein.